Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video. Dieses Video ist ein Unboxing-Video vom NT Rode USB-Mikrofon. Viel Spaß beim Schauen! Wenn du das erste Mal hier bist, ich bin Alex und auf meinem Kanal gibt es jede Menge Tipps und Tricks zum Thema Fotografie, Video und YouTube und natürlich Vlogs aus meinem Leben als auch Produktreviews. Wenn dir meine Videos gefallen, vergiss nicht meinen Kanal zu abonnieren und jetzt starten wir schon. Ich habe mir bestellt über Amazon dieses NT USB Rode Mikrofon in Studioqualität, das ist ein Kondensatormikrofon, da ich mir gedacht habe, ich möchte auch Voice-Overs machen können, ohne jetzt jedes Mal das Mikrofon meiner Kamera zu nutzen, sondern einfach auch direkt mit dem Computer zu arbeiten. Und jetzt schauen wir mal an, was in dieser schönen Box drin ist. Für diesen Zweck hole ich mein heißgeliebtes, selbstgeschmiedetes Damaszener Stahlmesser her. Hier ist ein Link zu dem Video, wie ich das Damaszener Stahlmesser geschmiedet habe, beziehungsweise wie so das Wochenende für den Schmiedeprozess war. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was in dieser Box drin ist. Schauen wir mal, wo wir das überhaupt aufmachen. Im Prinzip habe ich so geliefert gekriegt. Es ist kein Überkarton drauf gewesen. Da steht drauf vielseitiges USB-Mikrofon in Studioqualität, was sehr hervorragend ist und ich durchaus brauchen kann. Schauen wir mal, da schneiden wir ein und da schneiden wir ein. Jetzt habe ich sich irgendwas zu eingeschnitten, typischerweise. Das Ding wird einmal so geliefert, da ist mal nichts drinnen. Und dann nimmt man diesen Schaumstoff runter. Oh, ich glaube, den Schaumstoff kann ich für anderes Zeug einsetzen. Ich zeige euch das einmal kurz. Ich schätze mal, das hier ist ein Mikrofonstand und das ist das Mikrofon mit einem Popschutz drauf. Tja, tatsächlich habe ich so einen kleinen Tischstand. Vorne ist kürzer oder hinten ist kürzer, je nachdem in welche Richtung das geht. Muss man das noch anschauen. Die Betriebsanleitung wird mir das sicher hoffentlich mehr sagen. Das nimmt man gleich mal so raus, da hängt sich ein Zettel dran. Activate your free extended warranty now. Das heißt, ich schätze mal, das muss man online anmelden. Es fühlt sich auf jeden Fall extrem hochwertig an. Hier ist nochmal so ein Schaumstoff drinnen. Ich habe hier gleich mal den Popschutz drauf, das ist dieses Ding hier, was ich so ein bisschen bewegen kann. Ja, ob es ein hochwertiger Popschutz ist, weiß ich nicht. Ich habe hier einen 3,5 mm Klinkeneingang, um gleich angeblich latenzfrei zu hören, wenn ich spreche, ob irgendwann alles passt. Ich habe hier auch Regler, für die, wo ich erst rausfinden muss, was das ist. Aber das werden wir dann gleich lesen. Und hier kann ich es noch irgendwo montieren und so, ich schätze mal, das macht man dann so fest, weil vorne das ganze Gewicht ist und dann stellt man das so hin und dann kippt das ein bisschen nach hinten zum Beispiel. Was auch immer, was das für ein Anschluss ist, muss ich erst rausfinden. Steht sicher in der Beschreibung. Ah ja, Steppert, ist das ein langes Kabel. Wer sich denn das wieder einfallen lässt? Wer braucht bitte so ein verdammt langes Kabel? Nachdem das aber so einen komischen Anschluss hat, muss ich schauen, ob ich nicht ein kürzeres Kabel dafür habe. Wer macht solche langen Kabel? Wozu brauche ich so ein langes Kabel, bitte? Also, das Kabel ist sehr lang. Wahrscheinlich soll ich das im Nachbarraum anschließen. Langes USB-Kabel. Dann haben wir noch dabei ein Case, wo ich irgendwas reintun kann. Was ist da aktuell drin? Die haben sich gleich gedacht, ich nehme gleich mal so ein I Love Rode Ding, was ich mir gleich mal drauf pick, na klar. Und da haben wir eine Installationsanleitung oder sowas in der Richtung. Also Lieferumfang haben wir. Das NT USB Mikrofon, das Tischstativ, den Popschutz, ein 6 Meter langes USB-Kabel, die Bedienungsanleitung, eine Mikrofontasche, Mikrofonclip Installationsring. Ich schätze mal, das ist das Teil hier unten. Toll, dass die das gleich so zusammengesetzt liefern. Richtcharakteristik Niere. Die Richtcharakteristik, ich glaube, das ist Niere. Schaut irgendwie komisch aus. Ja, wie so ein Popsch, aber Richtcharakteristik Niere. Für die Befestigung brauchen Sie nur den Montagering auf den Stativsockel zu schrauben. Die ist schon drauf. Der Montagering eignet sich auch für die Befestigung an ein Mikrofon oder Galgenstativ. Galgenstativ, Kämmer habe ich, nutze ich sonst immer. Um das NT-USB am Montagering zu befestigen, müssen Sie es eventuell gemeinsam mit dem Popschutz von oben her einschieben und provisorisch festdrehen. Aha. Drehen Sie das Mikrofon in die gewünschte Richtung und arretieren Sie den Ring anschließend mit Richtungsdrehung. Diese Dinger werden dann seitlich sein. Davor gibt es so einen goldenen Punkt. Ich schätze mal, da gehört der Popschutz davor, damit auch das hier auf der Rückseite ist. Also da steht, so soll man es montieren. Genau, zu den Drehreglern. Das ist aber sehr nett. Wir haben Mischregler und Lautstärkeregler für den Kopfhörer. Stell dir vor, da unten ist so ein Symbol für den Kopfhörer, wie ihr seht, da.
Da kann ich meinen Kopfhörer einstecken und dann kann ich, falls mir das zu laut ist, einfach mal lauter leiser drehen, wie auch immer, damit ich mir nicht die Ohren kaputt mache, wenn ich mich selbst höre. Mit dem Mischregler oben stellen Sie die Balance zwischen dem direkten Mikrofonsignal Ihrer Stimme und dem Ausgangssignal Ihrer Audiosoftware Ihres Computers ein. Wenn mein Computer zum Beispiel zusätzlich noch Sound liefert, kann ich das mehr in die Mitte drehen, mehr in Richtung Computer drehen. Dann höre ich mehr von dem und wenn ich mehr Stimme haben will, drehe ich das mehr in die Richtung in Stimme. Wenn ich nur die Stimme haben will, haue ich das ganz links. 15 cm Abstand verlangen die da. Sollte es so ungefähr sein, das ist das optimale Ding. Laut Herstellerseite, also von der Firma Rode. Das Rode NT-USB Mikrofon ist ein hochwertiges Studiomikrofon mit praktischem USB-Anschluss. Die Richtcharakteristik ist Niere. Geliefert wird es mit Tischstativ, Popfilter und Ringhalterung. Übertragungsbereich sind 20 Hz bis 20 kHz. Die Speisung und der Ausgang sind beide in USB, das Gewicht selbst sind in 520 Gramm. Das Tolle an dem Mikrofon, es gibt einen 3,5 mm Klinkenanschluss für latenzfreies Abhören sowie einen Regler für die Einstellung des Abhörpegels und der Mischung zwischen dem Computer und dem Mikrofon. Soweit zum Unboxing-Video vom Rode NT-USB-Mikrofon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, es war halbwegs informativ. Ein ausführliches Review wird es dann geben, wenn ich es ein bisschen getestet habe. Ich hoffe, es liefert einen richtig geilen Ton und ich bin noch gespannt, was für Software ich dazu benutzen kann. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr das Video teilt, wenn es mir ein Gefällt mir da lasst. Schreibt es in den Kommentar, wenn ihr noch eine Frage habt. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!